Hallo meine Lieben, ich weiß, heute ist ein bisschen ein ungewöhnlicher Tag für mich, für ein Video hochzuladen, aber ich habe Fragen zur Picscan-Matte bekommen und deshalb dachte ich, ich will euch das auf jeden Fall auch zeigen. Mein Kalender ist aber bis zum Ende des Jahres schon voll und ja, es wird auch wieder eine Weihnachts-Challenge geben, aber eben, der Kalender ist voll und deshalb dachte ich mir, ich schiebe das einfach heute noch rein, dann habe ich diese Frage dann auch beantwortet. Mehr somit zur Picscan-Matte, was ihr damit alles machen könnt, das seht ihr gleich nach dem Intro. Ich werde euch das Ganze heute mit der Portrait 3 zeigen und der entsprechenden Matte. Die gibt es natürlich auch für die Cameo und auch für die Curio in den entsprechenden Größen. Aber eben wir arbeiten mit der für die Portrait 3. Bevor wir jetzt aber starten können, müssen wir das Ganze kurz zuerst kalibrieren. Und dazu gehen wir auf das Silhouette Studio. Im Silhouette Studio gehen wir hier zur Picscan Matte und da können wir die Kalibrierungstestkarte anzeigen. Die sieht so aus und das Ganze müssen wir kurz drucken. Und beim Drucken einfach kurz darauf achten, dass ihr da keine Größenanpassung habt, aber das könnt ihr mit dem Drucker ausdrucken, den ihr habt. Das spielt gar keine Rolle. Das mache ich jetzt kurz. Dann müsst ihr das Blatt für euch hinlegen und zwar so, dass es gut belichtet ist und keine Schatten wirft. Und dann müsst ihr mit eurem Handy davon ein Foto machen und zwar so, dass alles abgedeckt ist mit Punkten, das heißt außenrum kein Rand ersichtlich ist. Und dieses Foto könnt ihr euch dann entweder zumailen oder irgendwo auf eine Downloadbox, einfach so, dass ihr das irgendwie auf den Computer übertragen könnt. Ich mail mir die Bilder jeweils kurz. Was auch eine Möglichkeit ist, dass ihr den Scanner nutzt, aber ich finde das mit dem Handy eigentlich einfacher. Wenn ihr das auf euren PC übertragen habt, dann können wir hier auf das Plus drauf drücken und das Foto holen. Und dann habe ich hier schon das Kalibrierungsbild eingefügt. Und jetzt können wir eigentlich auch schon starten. Als allererstes habe ich hier ein paar Häuser, kleine Häuser, gestempelt. Und die lege ich jetzt ganz einfach auf die Matte drauf. Bei den Motiven, die ihr habt, müsst ihr einfach gucken, dass ihr die Passmarken, das kennt ihr vom Print and Cut, diese Passmarken, die dürfen nicht verdeckt sein. Und jetzt mache ich ganz einfach davon auch wieder ein Foto. Und diesmal so, dass die Passmarken auf jeden Fall drauf sind. Das muss auch nicht super gerade sein, das wird es nachher wieder ausrichten. Wichtig einfach, dass ihr keine Schatten drauf habt. Das Bild habe ich auch wieder auf meinen PC übertragen und hier sage ich jetzt Picscan Bild aus Datei importieren und dann wird es auf der Matte so angezeigt, wie ihr das auch tatsächlich abfotografiert habt. Was ihr jetzt machen könnt, weil wir wollen ja die einzelnen Häuser ausschneiden, ihr könnt hier auf das Nachzeichnen-Fenster gehen und dann Bereich zum Nachzeichnen auswählen und dann markiere ich das alles. Und dann könnt ihr mit einem Schwellenwert hier so ein bisschen spielen. Jetzt habe ich einzelne, da hat es gut funktioniert. Bei dem hier zum Beispiel, da kann ich gleich auch schon mal, weil ich will einen Rahmen drum, deshalb sage ich hier Offset. Der darf ruhig ein kleines bisschen kleiner sein. Das reicht eigentlich. 1,5, dann haben wir es bei allen gleich. Dann kann ich den kurz verschieben und das andere verschieben und das kann ich
löschen. Das heißt, ich drücke hier einfach die Delete-Taste, weil ich brauche ja nur quasi diese Umrahmung oder dieses Offset. Und dasselbe mache ich jetzt auch mit den anderen. Wenn ihr hier so einzelne Elemente noch habt, dann könnt ihr das markieren, dann auf Objekt gehen, verknüpften Pfad lösen. Dann sind es einzelne Elemente. Dann könnt ihr das hier nur nehmen und den Rest könnt ihr löschen. Die andere Möglichkeit, wenn ihr solche einzelnen Elemente habt noch drin, dann könnt ihr auf den Radiergummi gehen, hier auf Kontur gehen, dann die Größe von eurem Radiergummi auswählen und diese einzelnen Elemente löschen. Und so habe ich für alle Elemente schon mein Offset definiert und kann auf Senden gehen. Ich habe jetzt hier nur ein ganz dünnes Papier, von dem her nehme ich dieses gemusterte Papier Medium. Und dann kann ich die Matte auch schon laden. Und dann Senden drücken. Und jetzt liest er auf der Pixscan-Matte die Passmarken ab in allen 3 Ecken. Wenn er fertig ist, könnt ihr die Matte wieder entladen und dann könnt ihr das Ganze von der Matte lösen. Und ihr seht, wie genau das geschnitten hat. Ne? Besser als jedes Fussy Cutting. Ist wirklich so, als ob ihr die Stanzen zu den Stempeln dazu habt. Und das wirklich auch bei jedem einzelnen Element. Das hat es wirklich absolut einwandfrei geschnitten. Und vom Rand her könnt ihr da natürlich selber bestimmen, wie groß der Rand sein soll. Somit, ihr seht, Stempel ausschneiden ohne Fussy Cutting, ganz einfach mit der Pixscan-Matte und dem Plotter, ist super einfach. Die zweite Idee ist folgendes. Ich habe hier einfach kurz ein Handlettering gemacht und ich dachte mir, das wäre eigentlich cool, das als Schnittdatei zu haben für Vinylfolien oder Flexfolien zum Beispiel. Und das versuchen wir jetzt auch einfach einzuscannen, damit wir da dann eine Schnittdatei haben. Dann habe ich hier mein Bild und kann auch wieder auf das Nachzeichnenfenster gehen, den Bereich auswählen. You better tell the truth real fast. Dann kann ich hier sagen Nachzeichnen. Dann haben wir hier quasi schon unsere Schnittdatei. Und da mache ich jeweils einfach eine neue Datei. Nehme das mit Ctrl+C, gehe rüber Ctrl+V und kann das dann so speichern. Respektive, wir machen jetzt auch kurz einen Schnitt mit Vinylfolie, damit ihr da auch das Ergebnis seht. Und das Schöne ist, ich kann das jetzt, das muss ja nicht in der Größe sein, wie das jetzt ist, sondern ich kann das größer machen, ich kann es kleiner machen, je nachdem, wie das für mich passt. Das heißt, ich nehme hier mein Vinyl, dann kann ich hier auf die normale Matte, ihr braucht nicht mehr die Pixscan-Matte, sondern jetzt ist es eine ganz normale Schnittdatei. Könnt ihr die Vinylfolie draufpacken. Und dann schneiden wir das kurz. Cause I got somewhere to be, and you're done deceiving me into thinking I couldn't do better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do. Et voilà. Und so habt ihr ganz einfach aus eurem Handlettering eine Schnittdatei erstellt und könnt die immer wieder, egal in welcher Größe, verwenden. Ist das nicht cool? Das nächste, was ich euch zeigen will, ist das Erstellen von Stickern. Na, wenn ihr euch anguckt,
Stickerpapier ist ja in der Regel ein A4-Papier. Und wenn ihr das mit dem Print and Cut macht, mit den Passmarkierungen, dann verliert ihr ja ringsherum immer so schön Papier. Ne? Und deshalb mache ich das heute anders. Und zwar nehme ich die Passmarkierung wieder raus. Und ich habe das so gemacht, dass ich daraus zweimal eine A5-Seite schneiden kann, weil die Picscan-Matte ist nicht gleich groß wie die normale Porträtmatte. Die normale Porträtmatte, da hat ein A4-Blatt drauf Platz, aber bei der Picscan-Matte sind es nur 19,4 cm. Von dem her mache ich da einfach, ich drucke eine A4-Seite, aber ich schneide die dann in 2 Hälften, so dass ich mit der Picscan-Matte zweimal eine A5-Seite machen kann. Wenn ihr eine Cameo habt, dann könnt ihr mit der großen Picscan-Matte dann natürlich eine komplette A4-Seite ausdrucken und die dann mit der Picscan-Matte quasi scannen und dann so eure Sticker erstellen, ohne dass ihr die Passmarkierungen braucht, die ihr normalerweise verwendet beim Print and Cut, wo ihr dann ziemlich auch Papier verliert. So, genug gequatscht. Ich drucke das jetzt kurz hier. Dann habe ich wunderbar eine A4-Seite, die ich einfach in 2 Teile geschnitten habe. Und so gebe ich die jetzt auf die Picscan-Matte drauf. Und fotografiere das wieder und lade das wieder hoch. Dann habe ich hier meine Sticker. Jetzt gehe ich zu meinen Stickern und da habe ich die Kreise alle miteinander gruppiert. Und da markiere ich mir jetzt einfach die Seite, die erste, die ich quasi geschnitten habe, mache Ctrl+C, gehe auf die Sticker rüber und mache Ctrl+V. Und dann kann ich den Schriftzug löschen, das hatte ich kopiert und eigentlich nur die Kreise stehen lassen. Und so kann ich schon auf Senden gehen. Und vom Material her habe ich mir ein Stickerpapier angelegt oder ein Material angelegt. Da bin ich auf der 2 mit einem Druck von 15, eine Geschwindigkeit von 3 mit einem Durchgang. Und bei meinem Stickerpapier, da habe ich vorher das getestet, gibt es die Kiss-Cut-Technik. Dann kann ich die Matte laden und dann auf Senden gehen. You should have probably let me go, but you've got a porcelain ego. Und so habe ich wunderbar meine Sticker, ohne dass ich das Ganze mit Passmarken ausschneiden muss, sondern hier ganz einfach die Picscan-Matte verwenden kann. Und das könnt ihr dann natürlich auch wiederholen mit dem zweiten A5-Blatt. Und gleich geht es weiter zum nächsten Beispiel. Und zwar habe ich hier Labels, die ich ausgestanzt habe. Ich finde das immer schön mit diesen Stitchlines. Und ja, die möchte ich jetzt gerne beschriften. Und ich habe hier einen Silberstift und natürlich den Adapter. Aber als erstes geht es darum, das Bild auch wieder hochzuladen. Dann habe ich hier schon mein Bild. Und jetzt habe ich so eine Schrift vorbereitet schon. Und die kann ich jetzt hier wunderbar drauf platzieren. Talking fast and punching low, making sure that there are no traces of thinking I could. Und da ich auch immer wieder die Frage bekomme, was für eine Schrift ist das, die habe ich von Dafont und die heißt Skinny. So, und dann gehen wir auf Senden. Und das Ganze will ich jetzt nicht schneiden, sondern ich will Skizze, nämlich zeichnen. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made love
Ich musste hier den Druck noch anpassen, der ist jetzt auf 33, weil das war ein bisschen zu wenig. Aber ihr seht, dass es wirklich jedes einzelne Label genauso platziert hat, wie ich das haben wollte. Und so habe ich wunderbar meine Labels, die auch aussehen, als ob sie selbst geschrieben worden wären. Somit, und das könnt ihr zum Beispiel mit einer Handschrift machen und Briefumschlägen, was auch immer ihr beschriften wollt, einfach auf der Matte platzieren, einscannen und das, was ihr dann eben schreiben wollt, im Silhouette Studio entsprechend platzieren und dann könnt ihr solche Elemente auch beschriften. Als nächstes die Idee, ich habe hier ein Designpapier aus einem Bastelblock und ich hätte gerne diese Elemente alle einzeln ausgeschnitten, damit ich die verwenden kann. Das heißt, ich packe das auf die Matte und scanne das Ganze natürlich auch wieder. Und anstatt dass ich hier jetzt auf das Nachzeichnen gehe, weil es sind doch schon sehr einfache Formen, gehe ich da einfach kurz hin und mache hier ein Oval quasi drüber, so dass das passt. So, und dann will ich aber nicht, dass das überall quasi entlang der schwarzen Linie schneidet, sondern ich will hier einen Offset haben. Das passt hier wunderbar. Das überschneidet sich auch nirgends. Dann will ich aber nur den Offset haben und nicht den Innenkreis. Vom Material her nehme ich bei mir jetzt, ich habe einen 270 Gramm Cardstock, der ist schon sehr schwer. Das heißt, ich nehme hier einen Coverstock, gehe aber mit dem Anpressdruck auf 25 runter, weil der macht 2 Durchgänge. Ich habe das vorhin getestet. Das sollte eigentlich funktionieren. Bevor ich das jetzt rausnehme, teste ich kurz, ob das funktioniert hat. Sieht super aus. Und so habe ich wunderbar meine quasi Tags, die ich dann zum Beispiel fürs Kartenbasteln oder fürs Scrapbooken verwenden kann. Auch eine ganz coole Sache. Und als letztes kleines Projekt habe ich noch diese beiden hier. Und zwar will ich euch zeigen, wie ihr die Picscan-Matte verwenden könnt, um euer Vinyl richtig zu platzieren. Das könnt ihr natürlich auch mit Cardstock machen oder mit Flexfolie. Ich werde hier einfach ein Projekt machen oder respektive ich werde es zweimal machen. Das heißt, ich werde es hier einmal mit dem Türkisen machen und einmal mit dem Rosa. Hier ist der Prozess ein bisschen anders. Und zwar gehe ich hier bei der Schneidematte auf die Picscan für die Porträt. Dann sehe ich nämlich auch, wie groß das ist. Kann hier meine einzelnen Elemente schon mal so ein bisschen in die Ecken platzieren. Dann habe ich eine ungefähre Ahnung davon, wie groß die Stücke sein müssen, die ich hier brauche zum Ausschneiden. Das kann ich mir jetzt quasi als Orientierung nehmen und jetzt schneide ich mir kurz ein paar Stücke Vinylfolie, das heißt hier sowas in eher einem dunkleren Türkis, helleren Weiß, Schwarz, Orange und Grau. Und dadurch, dass ich das hier auf der Matte schon habe,
sehe ich jetzt auch, wie groß diese einzelnen Stücke Vinyl sein müssten. Und jetzt nehme ich mir meine Matte und platziere einfach mal die Folie so, dass die da drauf Platz hat. Wir haben jetzt nicht alle Stücke drauf Platz, war ich wohl kurz ein bisschen großzügig beim Ausschneiden. Aber dann mache ich mal die und fotografiere die jetzt mal ab. Wenn ich das hochgeladen habe, dann sehe ich jetzt hier die Matte. Dann kann ich meine Elemente kopieren und rübernehmen. Und jetzt kann ich die ganz einfach da platzieren, wo die Vinylfolie ist. So, das sind schon mal alle Teile, die ich jetzt schneiden kann. Dann gehen wir auf Senden. Dann wähle ich mein Vinyl aus. Dann können wir hier die Matte auch schon laden. Natürlich in die richtige Richtung, ne? Waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. Dann weiß ich, für die zweite Matte brauche ich hier nochmal die Augen. Dann natürlich rosa und dunkelrosa. Hier auch, also diese grauen Umrahmung und das schwarze. Dann können wir die Teile noch rüber kopieren, die ich noch nicht geschnitten habe. Und die auch wieder schön platzieren auf der Folie. Und auch hier schon auf Senden gehen. Einstellungen können wir so behalten. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside, and I promise you this time, no bravado, no more strange, stupid games, just one motto, no more pain, all in vain, let your guard down, call my name when you need a friend, no bravado. Und so habt ihr relativ schnell verschiedenfarbene Elemente quasi ausgeschnitten. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch aufeinander bringen, ne? Standing out in the crossroads, trying to make out where to go. You're left without warning, and now you're ignoring me. So what about us? What about all we had? Just send me an SOS. I'll run to you faster than lightning. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside, and I promise you this time, no bravado, no more strange, stupid games, just one motto, no more pain, all in vain, let your guard down, call my name when you need a friend, no bravado, no bravado.
habe ich auch die beiden schon zusammengesetzt und naja, ihr seht halt einfach, es geht schneller, weil man Anschnitte quasi auf der Matte platzieren kann und dann die Elemente so drauf platzieren, dass ich weiß, okay, da habe ich wirklich auch Vinylfolie und kann so mehrere Farben einfach auf eine Matte packen. Dann sind so mehrfarbige Elemente einfacher auch zum Ausschneiden. Und das waren auch schon die Projekte, die ich euch heute zeigen wollte mit der Pixscan Matte für die Portrait 3. Nämlich, mit was hatten wir gestartet? Ich glaube, mit den Stempeln hier hatten wir gestartet. Wie ihr ganz einfach Elemente, die ihr gestempelt habt, dann schön ausschneiden könnt. Was einfacher geht, als wenn ihr mit der Schere versucht, einen Faszikartikel zu machen. Dann hatten wir hier, wenn ihr irgendwas selber gezeichnet habt, können auch Bilder von euren Kindern sein oder sowas, die könnt ihr wunderbar ausschneiden oder ihr könnt eben auch Elemente nehmen und das dann als Schnittdatei verwenden. Dann hatten wir hier die Sticker-Sheets, wo ihr ganz einfach eben die quasi ausdrucken könnt und dann mit der KissCard-Technik ausschneiden könnt. Dann hatten wir auch, wie ihr aus einem Designpapier einzelne Elemente ausschneiden könnt und dann eben auch noch die Tags, wenn ihr etwas ausgestanzt habt, wie ihr dann super auch eine Schrift in der Mitte platzieren könnt und dann eben, wie ihr mehrlagige Designs mit Vinylfolie quasi so schneller schneiden könnt. Wie gesagt, die Pixscan Matte gibt es nicht nur für die Portrait 3, sondern auch für die Cameo und die Curio. Und ja, also ich werde sicher auch mit der Cameo, werde ich da dann auch noch ein paar Projekte machen. Aber das war's dann auch schon und ich hoffe, ich konnte die Fragen beantworten, die ihr hattet betreffend der Pixscan Matte und dass euch das Video natürlich weiterhilft. Und wir hören uns tatsächlich schon morgen wieder. Bis morgen! And then we're probably done at last, 'cause I got somewhere to be and you're done deceiving